Hallo an alle, die das sehen oder hören. Bevor man da in die kosmologische Systemtheorie und ähnliches weiter einsteigt, vielleicht doch erstmal von den anschaulichen Zusammenhängen mal ausgehend, beginnen wir mal mit der menschlichen Historie. Aus meiner Sicht ist es völlig klar und da stimme ich komplett mit den verschiedenen älteren Völkern überein. Ich denke mal, die Aborigines und ähnliches da aus Australien, aber auch vor allem aus Zentralmexiko jetzt, wenn man da die Maya nimmt und Azteken, Inka und alles, was da gab. Da gab es ja auch die Tolteken zum Beispiel, von denen man nur wenig irgendwelche überlieferten Sachen hat, die wohl geistig auch auf einem sehr hohen Stand waren, gerade in spirituell-geistiger Hinsicht und in der Entwicklung geistiger seherischer Fähigkeiten und ähnliches. Und heute heißt es, bei den Maya wüsste man nicht, wohin die verschwunden sind. Also ich würde ganz klar sagen, dass was zwar auch von den Tolteken überliefert wird, ist, dass die geistig aufgestiegen sind. Dass die dann teilweise städteweise oder dörferweise quasi in höhere Dimensionen gegangen sind oder mitunter dann zu den Plejaden gewechselt. Und das ist auch, so wie die Völker auch alle sagen, wir stammen von den Plejaden ab. Das kann man nur unterzeichnen. Nach meiner Einsicht, und man hat da auch sein höheres Selbst mal dazu befragt, und da hat man auch ganz klare Zahlen genannt bekommen. Man hat sich sogar so ein bisschen den Spaß gemacht, auch auf eigene Inkarnationen so verschiedene Zahlen kreuz und quer zu fragen, eine Summe zu fragen und so weiter. Faszinierenderweise, und man konnte das im Kopf so gar nicht zusammenrechnen alles, hat man sich aber dann da rangesetzt, ist mal so ein bisschen addiert und alles und kam aber auf exakt die Angaben, die man kreuz und quer gefragt hatte und in Summe, dass das alles übereingestimmt hat, obwohl man sich im Kopf so hätte gar nicht zusammenrechnen können in dem Moment und alles. Und das ist zwar natürlich kein Beleg dafür, aber ganz klar so, dass das meine Einsicht widerspiegelt. Und dann hatte man auch mal dann zu der Menschheit verschiedene Sachen gefragt innerlich, als man eine gute Anbindung zum Höheren Selbst hatte und diverse Antworten reinbekam und alles. Und da hieß es auch, dass wir Menschen da von den Plejaden her sind und dies vor circa, das gibt verschiedene Zeitlinien, vor so etwa 400 bis 500.000 Jahren die heutigen Menschen, speziell die weißhäutigen, die rothäutigen und die gelbhäutigen Menschen stammen da wohl alle von bestimmten plejadischen Rassen ab, sage ich mal. Und dazu hat man dann noch die Atlanter, die mit den heutigen Menschen so überhaupt keine unmittelbare Schnittmenge bilden, weil das war an sich eine eigene Hauptrasse. Die waren auch deutlich größer als wir Menschen, so etwa 1,80 Meter bis so fast 3 Meter, so 2,80 Meter, 2,90 Meter etwa groß mitunter. Und was da erzählt wird über die Anunnaki und dergleichen, da will ich ganz klar sagen, nach meiner Einsicht ist es so, dass die sich überhaupt nicht mit den heutigen Menschen irgendwie gepaart hätten und die Nephilim erzeugt hätten, sondern die haben sich mit den Atlantern gepaart. Und das geht bei den Atlantern vor etwa bis 50.000 Jahre und der Untergang, das Ende. Und da gibt es verschiedene Zeitlinien und geht zurück bis etwa die atlantische Zeit und die Atlanter, die Entwicklung und alles, die Hochkultur etwa 300.000 Jahre zurück, wo da so ein Kipppunkt dann kam und das immer mehr ins Negative dann umgestaltet wurde, teilweise auch durch negative Einflüsse von eben Auswärtigen, die dann auf die Erde kamen. Und da war auch ein reger Austausch seinerzeit da. Und die Atlanter selber, die sind, ich weiß zwar jetzt nicht ganz genau, wo die alle herstammen, da hat man jetzt selber auch nicht weiter sich befasst mit, aber jedenfalls etwa 850.000 Jahre geht das zurück mit der atlantischen Rasse. Und dann hatte man noch die Lemuria und den Mu-Kontinent, das war auch um Südamerika gelegen.
Das geht da zurück bis etwa 2 Millionen Jahre, was man reinbekommen hatte. Und da ist es so, dass die sehr stark am physischen Aspekt gearbeitet haben und eben die Seelen auch eben den Umgang mit der Materie lernten und waren sehr naturverbunden, konnten auch die Naturelemente stark beeinflussen, alles. Die waren sogar wohl noch größer, also jenseits der 3 Meter, als die Atlanter, waren auch eine eigene Spezies, die gar nicht unmittelbar mit den anderen Spezies jetzt so verbunden war, aber halt klar humanoid und alles. Und die kamen ja mehr oder weniger, kann man sagen, dann aus dem Geistigen und haben sich dann materialisiert. Und dann geht's noch weiter zurück, aber da nimmt man nur Bezug auf Lacerta-Files und was man da im Internet auffinden kann, wo es hieß, dass da auch schon von Prochlin vor etwa 65 Millionen Jahren hier auch schon eine humanoide Spezies zugegen war und die haben sich wohl massive Kriege mit mit einer Reptiloidenrasse oder mehreren da geliefert und es ging wohl so weit, dass sie dann quasi auch atomare Waffen da zum Einsatz kamen und auch dieser Krater, wo da nachgesagt wird, da in den USA, dass da das mit durch einen Asteroideneinschlag zu einer Vernichtung mitunter von verschiedenen Dinosauriern und ähnliches kam. Also nach meinem Verständnis waren es keine Asteroiden, sondern da war auch eben atomarer Einschlag die Ursache. Und da hat man wohl die Erde dann auch weitestgehend für längere Zeit so unbewohnbar gemacht, dass das eher unwirtlich war für humanoides Leben, sag ich mal. Und dann halt kamen die Seelen, die sich dann zu den Lemuriern manifestierten und auf die Erde vor etwa 2 Millionen Jahren. Und die gingen vor etwa 300.000 Jahren, als das dann noch auf Atlantis anfing zu kippen ins Negative, ungefähr vor 300.000 Jahren dann auch unter. Und das mit Atlantis, da scheint es sowohl den Hintergrund wohl zu geben, dass das mit Nibiru zusammenhängt, dass da irgendwie so bewusst ein näherer Herbeiflug herbeigeführt worden ist, wo dann Atlantis mit versenkt wurde. Andererseits gibt's da auch gewissen Teil, der bewusst versenkt wurde, wohl von höheren Priestern und dergleichen, ein technisch fortgeschrittener Teil mit verschiedener Technologie, mit verschiedenem Wissen, was man dann nicht in fremde Hände auch geben wollte, nachdem da alles am Untergehen war. Und der Untergang zeichnete sich so vor etwa 100.000 Jahren ab, bis vor etwa 50.000 Jahren. Dass das nur irgendwie 10.000 Jahre zurückgeht, was auch so viel im Netz kursiert, das glaubt man persönlich nicht. Und hat da auch nicht solche Zahlen direkt reinbekommen. Aber die Atlanter, die dann noch auf der Erde waren, ja, nur weil der atlantische Kontinent untergegangen ist, waren die ja nicht sofort alle verschwunden. Die sind nach Ägypten weitestgehend umgewandert. Und das, lass mal so 75.000 bis 50.000 Jahre her sein, je nach Zeitlinie. Es gibt unterschiedliche Zeitlinien. Auch dazu müssen wir wohl eher einen eigenen Inhalt erstellen, weil das zu umfassend wäre. Aber nach meinen Informationen gibt es 39 Zeitlinien aktuell, was man von höherdimensionalen so erklärt bekommen hat und auf die Menschheit dann ausgedehnt ist. Und lass es da deutlich über 30 Milliarden Menschen etwa geben insgesamt innerhalb verschiedener Zeitlinien, wo man auch heute sagt, etwa 2 bis 3 Milliarden sind Menschen, den Rest sieht man nicht als Menschen. Ich will da jetzt nicht auf Erscheinungen und Sonstiges eingehen, aber sagen wir es mal so, es gibt halt viele Inkarnationen, die auf die Erde kommen, die einfach nicht direkt menschlichen Ursprungs sind. Und wir gehen jetzt von reinen Menschen und menschlicher, seelischer Entwicklung aus und da sind es meines Erachtens nur gerade mal 2 bis 3 Milliarden Menschen, wo man sagen kann, das sind so relativ reine Menschen noch, die überwiegend auf der Erde ihre Entwicklung hatten und so weiter. Und deswegen summiert man das vielleicht ein bisschen anders. Und dann ist halt Atlantis mit untergegangen und das ist die heutige Antarktis, der Rest davon. Da gibt es ja schon quasi Belege, dass da unterhalb der Eisschicht wohl bestimmte kulturelle Sachen gefunden worden sind und. Und dazu war die Antarktis nicht immer unter Eis, also sondern das hatte mit diesen zyklischen Wandeln auf der Erde zu tun.
Und da ist auch Polsprung, Polveränderung, Kataklysmen, von denen auch genug Berichte von alten Kulturen existieren. Und da ist Atlantis halt dann irgendwo mit wohl durch Nibiru-Einfluss näheren Herbeiflug und weil man da wohl von diesen Königshäusern dort irgendwie diese ganze Entwicklung mit den Nephilim auf der Erde auch da voll dagegen war und das da auch nicht gut geheißen hatte. Und das hatte wohl auch da gewisse Auswirkungen, dass man da wohl gewisse destruktive Manöver eingeleitet hatte, um Nibiru ein bisschen näher an die Erde zu bringen und da wohl auch diese Kataklysmen nochmal zu verstärken und das Ganze da zum Untergang zu bewegen. Nibiru selber ist mehr oder weniger ein künstlicher Planet inzwischen mit einer wohl Gold angereicherten Atmosphäre und die Spezies, die sind mehrere Spezies auch letzten Endes, wo auch die Lacertas zum Beispiel da mit diesen zusammenhängen oder kollaborieren, wobei man bei den Lacertas die fast noch als eine Art neutrale Spezies, die nicht unmittelbar voll negativ gegen die Menschen arbeitet, ansehen würde. Letzten Endes aber ist dann die Menschheit dann von den Plejaden importiert worden hierher. Also so ähnlich wie quasi die Europäer dann nach Amerika ausgewandert sind, so teilweise eher damals mehr so die Rabauken und nicht unbedingt die größte entwickelte Elite. Und so ähnlich sieht man das auch, dass die Menschen von den Plejaden hergebracht worden sind, die sich da nicht in der 5. Dimension zum Beispiel vernünftig halten konnten. Und so, dass man dann auf die Erde dann so mehr oder weniger den Mob hergebracht hatte, der geistig nicht ganz so entwickelt war, schlichtweg. Und auf der Erde dann angesiedelt hatte, immer mehr, so um 450.000 Jahre oder 500.000 Jahre her. Als da quasi dann parallel sowohl die Lemurier noch da waren, als auch die Atlanter, als auch eben die Menschen, also wo das etwas bunter einherging und so, dass die atlantische Hochkultur da vor allem so etwa ihre Blütezeit vor 300.000 Jahren hatte. Und dann nahmen halt vor um die 200.000 Jahre her auch die Anunnaki immer mehr negativen Einfluss und auch gewisse eher negativ polarisierte Kräfte irgendwo aus Richtung Orion. Sei es Grace von Betelgeuse oder eben auch Aldebaran sieht man nicht als positiv im Sinne der Menschen, sondern im eigenen Interesse da tätig, wegen irgendwelcher DNA-Defekte und ähnliches und weil man sich da wohl ein bisschen vom Emotionalkörper gelöst hat. Und das, worum es bei der Menschheit aber insgesamt geht, warum sind wir hier überhaupt auf der Erde? Natürlich geht es um spirituelle Entwicklung oder geistige Entwicklung, als auch um eben die Entwicklung innerhalb des Äthers, den physischen Äther, wie man das als dreidimensionale Welt geht, den emotionalen Äther. Und das war ersteres eben bei den Lemuriern der Fall, zweiteres bei den Atlantern, wo das hauptsächlich um diese Entwicklung ging. Und heute ist das eigentlich mehr Voraussetzung oder sollte es sein, wobei die Menschheit wohl nachweislich weitestgehend emotional steckt und sich davon ja viel beherrschen lässt. Und dann geht's heute bei den so gesehen Aryern, wenn man da die Anlehnung an natürlich Aussagen der Bhagavad Gita und dem Indischen nimmt und nicht, was da irgendwie dann in negativer Weise teilweise da gemacht worden ist mit dem Begriff und allem. Da geht es um die heutige Menschheit oder Stammspezies, sage ich mal, um die Entwicklung des mentalen Feldes. Oder anders gesagt, um den Intelligenzaspekt der Seele an sich, wo alle drei Aspekte zusammengehören. Also das physische Element wie die Erde, das eher emotionale, die Astralebene, also das Wasser als Hauptelement, als auch eben das Feuer als Hauptelement mit dem Mentalen. Und das alles zusammen, das ist eigentlich nur der Intelligenzaspekt, wie der auch als drei menschliche Erfahrungswelten in der indischen Bhagavad Gita erklärt wird und so weiter. Und letzten Endes ist das schlichtweg Evolution, also die Entwicklung innerhalb der Evolution und wo dann einzelne Seelen inkarnieren und eben den Umgang mit diesen Elementen lernen und ihre geistige Entwicklung halt dann vollziehen.
Und die Menschheit selber, wenn man zum Beispiel jetzt die Theosophie auch nimmt, da wird es auch stark definiert, verschiedene Rassen, Unterrassen und Stammrassen, unter anderem eben auch Lemurien, Atlantis und so weiter und die heutige Menschheit. Und nach meinem Verständnis ist es so, dass nur eine Art Neandertaler-Rasse genommen worden ist von den Anunnaki, und das wird gut 200.000 Jahre etwa zurückgehen oder 100.000 Jahre, je nach Zeitlinie und. Ist es so, dass man da sag ich mal, die dunkelhäutige Menschenrasse mehr oder weniger eben künstlich aus einer Neandertaler-Rasse hergestellt hat oder die vielleicht irgendwie alle eingesammelt hatte, die man da vorfand von dieser Spezies und dann mit eigener DNA vermischt und da eben die dunkelhäutigen Menschen erschaffen hatte. Allerdings gab es danach halt viele positive Einflüsse, wo man zum Beispiel auch diese Zwischenebenen, Dimensionen 6 und 8 vor allem zum Beispiel, nimmt und verschiedene DNA-Updates einspeist, auch von höherdimensionalen Spezies und Wesenheiten. Und man alle Menschen inzwischen auf ein relativ ähnliches Niveau gebracht hat durch verschiedene DNA-Updates, so dass auch diverse Seelen sich in alle Rassen und Hautfarben inkarnieren. Und mir liegt es absolut fern, da irgendwas positiver, negativer sonst wie hinzustellen, sondern es ist mein Verständnis und das, was ich mitunter innerlich reinbekommen habe von der menschlichen Entwicklung. Und man muss sich klar machen, was da heute von der menschlichen Entwicklung irgendwie behauptet wird. Und ich will es absolut nur als Behauptung akzeptieren oder stehen lassen. Man weiß doch überhaupt gar nichts im Grunde genommen. Ja, man findet da irgendwelche Knochenreste und dichtet da irgendwelche Geschichten zusammen. Aber man kann nur sagen, man hat einfach schlichtweg keine Ahnung, wo die Menschheit herkommt. Und für mich zählt da weit mehr, was diese alten Kulturen immer wieder gesagt haben, dass sie von den Plejaden stammen, als das, was da heute irgendwie wissenschaftlich postuliert wird, wo die Belege genauso dürftig, wenn nicht teilweise für mich sogar lächerlich sind, wie man da manche Geschichten konstruiert. Und von dem her ist das mein persönlicher Kenntnisstand über die Menschheit. Man sagt nicht, dass das die absolute Wahrheit ist oder sowas. Es ist für mich die Wahrheit, solange mir da nichts anderes belegt oder eine ganz andere Einsicht auch noch dazu käme zum Beispiel, oder vielmehr von anderen höheren dimensionalen Spezies da auch das mal klargestellt wird, wie die menschliche Historie war. Ansonsten ist das mein persönlicher Stand über die menschliche Entwicklung. Und bevor man eben verschiedene Ebenen weiter ausdefiniert, ist das schon mal der erste Grundstein oder Baustein mit diesen drei menschlichen Erfahrungswelten und den drei niederen Aspekten, sage ich mal, dem physischen, emotionalen und mentalen. Und da gibt's halt auch den physischen Körper, klar, kennt ja jeder logischerweise, der aber stark so noch irgendwo fast mit dem Mineralreich zu tun hat. Dazu eben das Pflanzenreich, was ihre geistige Aufhängung im Astralen hat und so von ganz banalen dimensionalen Einfältigkeiten her die zweite Dimension erstmal so grob darstellen würde oder Ebene vielmehr dann. Und der dritte Aspekt ist das Tierreich und das ist die höhere geistige Aufhängung dazu. Komplementär wäre eben das mentale Feld. Und der Mensch ist mehr mit einer individuellen Seele ausgestattet, während das Tierreich eben mehr am Gattungsgeist hängt und nur sehr wenig individuelle Aspekte hat oder diese sammelt. Und auch gerade Haustiere zum Beispiel sind da stark am Menschen ausgerichtet, hängen im Unterbewusstsein des Menschen, wie Kleinkinder zum Beispiel das auch tun. Und sind da auch viel am Lernen quasi, wie man so eine menschliche Inkarnation führt. Und nach meinem Kenntnisstand, wenn ungefähr 150 Inkarnationsanteile sich zusammentun, wie auch immer sie da zusammenfinden in einen Verbund, dann kann daraus eine Menschenseele entstehen oder eben das, was dann in die menschliche Inkarnation dann übergeht.
wobei diese Übergänge auf der Erde, so die Theosophie zumindest momentan eher etwas verschlossen sind und man da eher schon dann von anderwärts dann eher hierher kommt und dann in die menschliche Inkarnation einsteigt, weil die Ansprüche hier ja auch schon ein gewisses Niveau erfordern, um mit der menschlichen Welt umgehen zu können. Und natürlich gibt's aber Seelen, die trotzdem dem tierischen mehr noch nahestehen und andere, die dann wieder sehr weite geistige Entwicklungen haben, überwiegend halt auch durch verschiedene andere Spezies, zum Beispiel auf den Plejaden. Und man ordnet die Plejaden eher der 5. bis 7. Dimension zu. An humanoider Entwicklung ähnlich, vielleicht ein bisschen mehr sogar die 7. Dimension bei Sirius B und den Sirianern. Und dazu auch natürlich die Lyraner, die den Plejaden vorausgehen, die dann bei der 9. Dimension aufwärts bereits bestehen, ähnlich zum Beispiel wie die Arcturianer. Und so dass Lyraner und Plejada und jetzt die Menschen heute eine Linie mehr oder weniger bilden und einer langen Entwicklungslinie letzten Endes abstammen. Und das ist so diese typisch humanoide Entwicklung, wie wir sie halt dann hier jetzt kennen und haben. Und dass da sehr viel mehr Bezüge da sind. Und viele Kulturen, wie sie da eben schon drauf gekommen sind, dass sie auf jeden Fall von den Plejaden sind, die kommen dann nie ungefähr drauf. Die hatten ja teilweise auch unmittelbaren Austausch mit auswärtigen Besuchern, die das auch dann vermittelt oder nahegebracht haben. Oder halt durch eigene geistige Schau. Und es heißt zum Beispiel, dass bei den Tolteken ganze Dörfer eben ins Licht aufgestiegen sind und die dann geistig irgendwo in die Plejaden gegangen sind, zu den Plejaden, ins Plejadensystem und da gegebenenfalls sich wieder verkörpert haben oder je nachdem, welche Entwicklung die dann mitunter eingeschlagen haben. Und auch von der Richtung erwartet man eigentlich mitunter die nächsten Aufdeckungen, dass da gegebenenfalls eben auch Rassen herkommen, die eigentlich von der Erde sind, ja, die dann sagen werden halt, ja, dass wir früher mal die Azteken waren, die Maya waren und ähnliches oder diesen unmittelbar abstammen und dann eben dann zu den Plejaden gewechselt sind und dann wieder zur Erde kommen, nur halt dann mit ein wenig plejadischer Technologie und Hilfe dazu. Ansonsten ist es halt so, dass durch die Galaktische Föderation des Lichts ein unmittelbarer Austausch durch den Entwicklungsstand, den wir auf der Erde haben, weitestgehend unterbunden wird. Allerdings, wenn man selber Kontakt aufnimmt, ist das halt nochmal eine leicht andere Geschichte dann. Dennoch wird man da halt äußerlich sich noch etwas verhalten, bis gewisse Entwicklungsstufen erreicht sind oder eben der nächste Polsprung, der ja auch schon im Gange ist, einen neuen Zyklus hervorruft. Dazu wird man auch nochmal einen eigenen Inhalt erstellen, auch mit dem, was man da früher mal an Erfahrungen auch schon hatte oder Einsichten, Visionen reinbekommen hatte und ähnliches. Und das aber erstmal so der Baustein ein wenig, woher kommen wir Menschen, was machen wir hier oder warum sind wir überhaupt hier? Wie gesagt, in erster Linie natürlich die geistige Entwicklung, in zweiter Linie mag es auch karmisch bei vielen bedingt sein und. Aber es ist halt die Entwicklung und Evolution der Seele, wo ich auf das Geistige oft da gerne den Begriff Involution sogar verwende. Die geistige Entwicklung als Involution mal einfach ein bisschen getrennt von den äußeren Entwicklungsmöglichkeiten zu sehen und dazu halt Energiedichtegrade, die man dem Äther zuordnet und den Ebenen und Dimensionen, die man stark mit den inneren geistigen Einweihungen bei der Theosophie verknüpft. Und diese Thematiken wird man noch sehr viel künftig erörtern in anderen Beiträgen, Videos und ja, das bleibt dann erstmal daher außen vor. Aber erstmal so der erste Baustein und wie man die menschliche Entwicklung sieht. Jeder kann glauben, was er will. Das stört mich ja in keinster Weise und tut mir da auch keinen Abbruch. Und keiner muss da das, was ich erkläre, annehmen unbedingt als seine Wahrheit. Für mich ist das aber so das Verständnis ganz grob der Menschheit und wo wir an sich herkommen. Und das wäre erstmal unmittelbar von den Plejaden. Nur halt, dass wir halt 4 Hautfarben haben und da gibt's halt etwas unterschiedliche Entwicklungen oder Historie dazu. Und die sag ich mal, afrikanischen Rassen und
überhaupt die Menschen, dunkelhäutigen Menschen, die werden, meines Erachtens sind sie die wesentlichsten Menschen, wenn man das so nehmen wollte, die von der Menschheit hier sind oder abstammen erstmal. Und dass da auch noch viel Potenzial steckt. Das wird auch in der Theosophie angedeutet, dass das noch gar nicht das Niveau hat, wo das hingehen soll. Und da wird noch viel zukünftige menschliche Entwicklung gerade über diese Richtung gehen. Vielleicht auch ein bisschen der afrikanische Kontinent an sich. Allerdings wird auch die Frage sein, wie sich die Erde umgestaltet wird, wenn der Polsprung dann abgeschlossen ist. Da wird es auch nicht mehr so sein und wie das jetzt ist, das sieht man ja auch ohnehin anhand früherer Entwicklung, dass Zyklen ja da sind, wo dann auf der Erde einmal auf der einen Seite ein bisschen Eis entsteht neu, auf der anderen Seite löst sich das auf. Das ist natürlich ein natürlicher zyklischer Klimawandel auch da, der auch zum Beispiel durch die Milankovic-Zyklen gut auch schon festgestellt und bemessen wurde. Und was sich ja extrem stark auch noch deutlich mit den ganzen Kernbohrungen deckt, zum Beispiel, die man von der Vostok-Station hat, von der Antarktis. Da gibt's ja Kernbohrungen, die gehen bis 800.000 Jahre zurück und man kann da sehr deutlich verschiedene Zyklen ablesen. Und so findet permanent ein gewisser Wandel auf der Erde statt, der eben auch dazu führt, dass sicherlich auch die Antarktis wieder enteist sein wird irgendwo in der nächsten Zeit, so würde man annehmen. Und dann wird natürlich vieles auch nochmal ganz anders offenbart und die menschliche Historie sowieso völlig überdacht werden müssen. Und das zumindest erstmal so mein Verständnis, wie man das heute hat von der Menschheit und der menschlichen Entwicklung, erstmal auf der Erde und wo wir herkommen. Das soll es erstmal gewesen sein. Macht's gut und bis zum nächsten Beitrag von mir.